Das ist das Sensationellste, was wir je gefilmt haben. Es hat matten Lack, es hat eine Scheibe, die extra hergestellt wurde, muss man sagen. Und es ist ein Fiat Ducato für diverse Einsätze. Man kann damit auch campen, ganz klar. Denn Thorsten ist neben mir, der Erbauer. Und es ist ein Grundriss, den man gesehen haben muss. Es ist ein einmaliger Grundriss auf der ganzen Messe. Grüß dich mal wieder, Thorsten. Hallo Sven, ich grüß dich. Ja, das ist ein Video, der Grundriss ist eingeschlagen, wie verrückt. Wie hat sich das nach dem Video entwickelt? Weil es sieht ja aus wie eine Studie, mit der man nichts anfangen kann. Das wird doch niemand bestellen. Die Wahrheit ist anders, oder? Die Wahrheit ist ganz anders. Die Bestellung läuft. So, das Hubhead ist da. Du siehst das hier. Es ist eine cleane Optik. Hallo? Der da ist, er kann sich noch an mich erinnern. Es ist so, du warst vollkommen fertig, als wir das Video gedreht haben beim letzten Mal, gell? Ja. Eurer Messebesuch in Düsseldorf. Und ich kam irgendwie und habe ich gesagt, wir müssen das jetzt drehen. So, ansonsten schaffe ich das nicht mehr. Dann haben wir das gemacht. Du warst am Ende deiner Kräfte. Jetzt sind wir hier in Stuttgart und haben dich ein paar Leute angesprochen aus Video eigentlich. Reichlich, reichlich. Viele sagen immer, wir haben euch gesehen. Ihr mit der großen Scheibe in dem Video. Wir kennen es, wir kennen es. Ich sage, kommt trotzdem rein. Schaut euch die Details an. Seht das Bett, was runtergeht, die Nasszelle, die aufgeht. Die Dusche, die rausziehbare Dusche. Wie oft hast du sie rausgezogen heute? Ich weiß nicht, jeden Tag 200-300 Mal. Man kann behaupten, dass der Mechanismus jetzt funktioniert, oder? Definitiv. Okay, und das Schöne ist auf der anderen Seite, da wo du viel Fenster hast, hast du auch wenig Fläche. Ist das Echtglas eigentlich, das Fenster, was drauf ist? Das ist kein Echtglas, hier das nicht. Aber können wir genauso einbauen. Weil dann können wir es ja auch noch folieren, theoretisch, oder? Dann, das hier? Nein, das auf der anderen Seite. Das große Fenster ist Echtglas. Ist Echtglas, das könnte man folieren. Das heißt, man könnte eine Lochfolie drauf machen zum Beispiel? So eine perforierte Folie geht drauf, kann man wunderbar machen. Ist 2 Scheiben Sicherheitsglas, diese große Scheibe. Hast du mal überlegt, das auf dem Sprinter zu bauen eigentlich? Jemals? Können wir auch machen. Geht. Also wer möchte, Frontantrieb Sprinter, können wir dasselbe Konzept umsetzen. So, komm, wir zeigen das mal ein kleines bisschen. Das ist ein sensationeller Reifen für diese Original Fiat-Felge. Es ist ein Falcon-Reifen, der drauf, den kenne ich gar nicht in AT. Ja, den gibt's halt, aber es ist kein Allradauto. Nee, aber es steht im Auto aber gut, oder? Ja. Ist halt auch der Lack, das ist so eine Art Lederoptik. Das haben wir speziell dafür so lackiert, damit das Auto so einen schönen rustikalen Look bekommt. Was hast du gelernt jetzt? Ich bin gelernter Werkzeugmacher und Maschinenbauer. Du bist Handwerker quasi. Ja. Werkzeug, nochmal, was warst du? Werkzeugmacher. Werkzeugmacher? Ja. Was ist Werkzeugmacher nochmal genau? Werkzeugmacher sind die, ich sag mal, an der Fräsmaschine stehen, die das können und drehen und ein Werkzeug bauen. Okay. Ein Werkzeug, um wieder was anderes herstellen zu können. Zum Beispiel? Ein Tiefziehwerkzeug. Wenn ich jetzt ein Spritzgusswerkzeug bauen möchte, wenn ich diesen Tankdeckel bauen will, zum Beispiel. Da kannst du das Werkzeug für machen. Praktisch negativ, oder? Genau. Okay, verstehe. Oder was weiß ich. Irgendwelche Teile. Weil du bist ein Typ, man muss dich kennengelernt haben, man könnte auch irgendwie im Kegelverein mit dir einen trinken gehen und so weiter. Du bist auch trinkfest, nicht falsch verstehen. Du bist so ein Typ, den kannst du anfassen, ein ganz netter. Du bist groß, du bist fast 2 Meter groß, oder? Ja, mit 1,90. 1,90 groß, was auch gut ist, du baust die Fahrzeuge für dich selber, oder? Ja, ich bin selber Camper und wir bauen die, also bei uns sind fast alle Mitarbeiter sind Camper. Campingaffin. Die haben alle irgendwo ihren Beitrag mit geleistet, auch in der Konstruktion und in der Fertigung. Hier sind alle Kanten nach dem Bearbeiten sind nachgeölt. Wir haben eine komplette Möbelfertigung bei uns im Haus. Ich finde das sensationell. Auch die Passform, das ist ja alles CNC. Das bedeutet, da ist eine Klappe wie die andere, oder? Jawohl. So, mach mal auf bitte hier so eine Klappe, dass man das mal sieht. Und das ist wirklich, ein Grundriss ist zum Campen da. Du hast ein Bett in einer Größe, so kennt man dich ja. Du baust ja nichts anderes, weil irgendwie nichts anderes kannst, ja. Du baust Betten für lange Leute. Und dann haben auch kurze Leute richtig schöne große Betten, oder? Genau. So, jetzt könntest du ja hier stehen, hast einen Panoramablick nach draußen. Das ist ja mal eine Scheibe, oder? Das ist eine richtig große Scheibe. 2,30 Meter mal 1,10 Meter. So, da kann man stehen, zum Beispiel am Abgrund. Du könntest aber bitte keinen Schritt weitergehen. Nee, keinen Schritt weitergehen, aber du könntest dich irgendwo nett hinstellen, ganz alleine. Hast du schon mal gemacht hier mit dem Auto? Ja. Und dann mal rausgeguckt? Es ist irre. Auch früh morgens munter werden. Und es ist auch so, dass wenn wir das Licht aus haben, wird innen nicht gesehen. Gar nicht? Nur wenn man das Licht anhat. Aber dafür habe ich einen Vorhang. Hier, was ist hier dann? Hier haben wir jetzt das Wasser drin. Okay. Und die Heizung dafür. Was ist das für eine Heizung? Warm Wasser, halt eine Truma. Eine Truma. Genau. Kombi 4 oder was? Genau.
Okay, verstanden. Da haben wir unsere Außendusche. Und hier? Hier haben wir nur Stauraum. Alles Außendusche? Stauraum. Zeig mal gerade, Außendusche. Okay, aha, sogar mit einem Mischer. Genau, weil wir ja Warmwasser haben. Und hier? Das ist jetzt Stauraum, natürlich eine Messe-Würfelbude, aber ist halt nur mal so zur Da Messe. vorne ist der Wirtsspritzer, der alte. Genau, müssen wir So, ja müssen dann- die Fahrzeuge reinigen. Ist das Ganze natürlich auch gedämmt ohne Ende. Jawohl. Es soll ja auch schallisoliert sein. Es soll wärmeisoliert sein. Wie hast du das gemacht? Also wir arbeiten mit Armaflex, wir arbeiten mit Tinsulate, das sind feine, wattierte Stoffe, die aus den Daunenjacken kommen. Das ist nochmal mit drin. Dann wird nochmal komplett Holz drüber gespannt und dann gefilzt. Wird alles gefilzt bei uns. Krass. So, da ist eine Truhe, da kommen wir von oben ran, oder? Das ist jetzt nur noch mal die Truhe, der Rest. Achso, weil die unten hast du auch Wasser genutzt. ist. Das wird auch genutzt. Da ist Wasser drunter, okay. Genau. Und wenn jemand mehr Wasser haben möchte, wird der Raum dann dafür genommen. Und das ist die Qualität, wie ihr baut. Also das Genau. ist Pappel oder was habt ihr? Das ist Pappel und Birke. Pappel und Birke. Und hier auf der Seite? Das ist halt jetzt, Der Stauraum nochmal von oben, genau. dass du gut rankommst. Okay, hier ist noch ein bisschen Technik oder? Nee, ein Werkzeugkasten. Ach, du bist ja du bist ja Werkzeugmacher. Okay, verstanden. Wir wissen uns zu helfen. So, das Bett kannst du von hinten nicht runter machen, oder? Nein. Haben wir von vorn Zweihandbedienung, dass man wirklich schaut, dass alle Push-Locks drin sind. Genau. Das ist Dann liegt nicht das so hier schön. unten auf und ist voll belastbar. Komm, wir gehen mal rum, dass wir das mal sehen. Der Camper, Anwendung für den Camper jedermann quasi. Du hast einen riesen Wohnraum mit drin, wie in einem Liner. Du hast ja hier eine eigene Tür gebaut, die ist so sensationell, dass man, wenn die Tür gerade nochmal zumachst, du hast einfach die Schiebetür weggemacht, weil du es kannst, oder? So ist es. Das ist unglaublich. Die Kollegen können das bei uns im Haus. Und da haben wir genau diesen Ausschnitt von der Schiebetür genommen und haben das Element konstruiert. Genau, wenn du mal gerade mal kurz weggehst, einen Schritt und hinten mal die Tür mal zumachst, beide. Mach die mal gerade zu, dass wir das mal komplett sehen. Denn das ist das Fahrzeug, einmal hier von der Seite, jetzt haben wir es mal komplett drauf. Ein Fiat Ducato. Dann von der anderen Seite mal, dass wir ihn komplett haben. Komm mal gerade mit. Jetzt sind nämlich keine Leute mal da, weil das ist ja wirklich umkämpft hier, das Fahrzeug, dass wir überhaupt mal das irgendwie draufkriegen. Das ist ja schon ein Wunder. Und da war ja noch nicht mal das Licht an dem Abend, weißt du noch? Das Licht war aus. Ja, Und wir hatten alles ausgemacht. Aber wir können alles dimmen, die Lichter. Jeder Kunde kann sein Konzept mit einbringen. okay, was ist hier drin in dem Kasten? Da ist Gas drin. Bier. Oder Bier. Warte, ich zeige das mal gerade, denn dieser Kasten eignet sich eigentlich sehr, sehr gut, wenn die Gasflaschen, man kann ja auch eine Kombi nehmen, oder? Dann kann man nehmen und dann kann man auch hier so eine Bierzapfanlage reinmachen. Die ist sehr erfolgreich, die Bierzapfanlage, ne? Oh ja, auf jeden Fall. Hast noch Bier? Klar. Okay, so jetzt geht's weiter. Wir gehen mal schnell vor, weil der ist wirklich umlagert. Geh ruhig mal rein. Und dann hast du einen extremst niedrigen Einstieg. Das macht aber der Bodenfreiheit gar nichts, oder? Ja, ein bisschen. Aber ich sag mal, normal im Gelände kann ich mit dem Auto natürlich nicht fahren. Das ist kein Allrad, aber klassisch Campingplätze befahren, alles. Geht gut. alles. Also ja. der ist jetzt nicht tiefer wie der Serie, ein bisschen tiefer, oder? Ja, ein bisschen. Bisschen, aber nur ein kleines bisschen Wir senken den Rahmen hier um 200 mm ab, aber der wird schmaler, der Rahmen. Und Aber was ist hier drunter für ein Belag, wenn man da mal kurz mal drunter guckt? Ah, ein schöner Boden. Genau, Vinyl, oder was ist das? das ist ein Pegulan. Pegulan, was ist das? Das ist ein Kunststoff. Kunststoff. Der ist haltbar. Abriebsfest, da kommt richtig aus dem Industriebereich. So, was ist das hier für ein Halter? Ja, so eine Multibox halt. Ja, hast du dazu gekauft, oder? Genau, Okay. zugekauft. Und So, da ist ein Kühlschrank mit drin, aber da hast du auch nicht irgendeinen genommen, sondern einen. Indel B Das von Autoklima. ist unvorstellbar, wie der kühlt, oder? Ja, das ist wirklich ein richtig klasse Teil. Ich habe den schon selten gesehen, muss ich sagen, weil der Hersteller ist jetzt nicht so riesengroß, muss man auch dazu sagen, und auch noch nicht so bekannt in der Campingbranche. Nee, aber mit dem haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. So, und jetzt habe ich mal eine Bitte. Jetzt mach mal die Tür hier zu. Einfach mal zumachen. Ja, ich will mal hören, wie jetzt das Raum, also der Klang ist. Und mach mal oben zu, die Klappe. Boah, Können wir uns unterhalten und es ist eine wunderbare Akustik hier drin. draußen ist so laut, weißt du das? Den ganzen Tag. Ja. Boah, ist total leise jetzt. Wir können flüstern. Wir können flüstern, aber es ist auch ein schöner Hall hier drin. Ja, es ist, also der Raumklang ist sensationell. Dann hast du, überleg mal, was ist das hier für eine Länge vom Auto? 640. 6,40. Ey, der fühlt sich an wie 7 Meter. Ja.
Warte mal, geh mal noch einen Schritt zurück. Ich kann noch einen Schritt zurückgehen, weil der hat so irre viel Platz. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Dann hast du auf der rechten Seite einen kleinen Tisch. Die sind nicht drehbar, die Stühle Nein, vorne. weil Okay. wir eine Sitzgelegenheit haben. Brauchst du ja nicht, ja. Okay. Wir werden euch gleich die Nasszelle zeigen, dann kriegt ihr Schnappatmung. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wir haben ja ein Video gedreht, das hat mehrere 100.000 Aufrufe. Was ist denn das hier für eine Verriegelung hier oben? Das heißt, du kannst von innen nochmal verriegeln. Ja, ich kann für ihn nochmal verriegeln. Jetzt ist nachts. Und es geht von außen nicht. Nein. Das ist ja geil. Es ist so easy, oder? Ja. Wenn man es kann. Die Tür hast du selber gebaut. Nee, die haben wir bestellt. Die haben wir aber Maß angefertigt. Für uns. Stark. Das hat, Von wem ist die Tür? ich glaube, von Mekuva. Also Ja, Mekuva ist das. gigantisch. Klappern hier in dem Wohnmobil. Das Einzige, was mal, aber da legt man ja wie gewohnt überall entweder einen Gumminippel oder noch ein Ist hier die Glasplatte, die kann klappern. Dann hier das Zeug, was hier drin ist, nimmst du ja vorher raus. Aber dass irgendwie die Möbel sich bewegen, quietschen, kennst du das? Nein, Also nicht in dem Auto. aber nicht in dem Das ist Auto. wirklich alles Tischlerleistung. So, mach mal auf hier, nacheinander. Hier? Nee, hier. Ach, hier. Mal kurz mal reingucken. Den Besteck. Besteck. Warte, stopp. Guck mal hier. Diese Aussparung genau an der Seite hat ja einen Grund. Ja, da ist wahrscheinlich der Ausfluss, oder? Der Abfluss. Ja, genau. So, und da ist der Abfluss mit drin, da hast du Besteck mit drin. Okay, nächstes. Weil es ist so, es gibt bei dir, das ist wie so ein Spielfilm von, keine Ahnung wo du beim 7. Mal immer wieder noch was findest, was du irgendwie nicht gesehen hast. Okay, weiter? Tiefe. Tiefe, ja. Wahnsinnig tief. Dann 2 Schränke, da kannst du auch schwere Sachen reinmachen. Genau. Okay. Die sich natürlich exakt einstellen lassen, das kommt mit hinzu. Dann die Platte, was ist das für ein Holz? Das gleiche? Wieder Pappel und... Einfach Fichte Okay. und das. Ne, stopp. Nee. Wie geil ist das denn? Nochmal bitte. Das ist ein Schwerlastauszug, der eine Tischverlängerung ist. Da kannst du ein Notebook draufstellen, kannst essen. Man kann es nicht arretieren, oder? Doch. Jetzt arretiert. Wie denn? Du drückst da drauf und dann ist arretiert. Ja. Wie geht denn das? Tja, Zauberei. Nochmal, mach mal Stopp. Und jetzt beweg mal die Platte. Nee, ohne zu drücken. Die ist arretiert. Jetzt ist arretiert. Du willst mich verarschen. Das geht. Wie hast du das gemacht? Tja, Zauberei. Ich kann es nicht verraten. Das ist wirklich, es ist ein Mechanismus konstruiert, der ganz einfach. Weil ich hätte gedacht, wenn das Ding jetzt so rumwackelt, das wäre ja blöd, ja. Also du hast halt ja wirklich. Okay. Boah, mit Softclose. Nochmal, mach's nochmal auf. Das ist eine Riesenarbeit. Das ist eine riesen Arbeitsfläche. Das Büro, egal was. Du kannst ein Kind entbinden. Das ist wirklich gut. Ich nicht, aber es könnte. So, hier oben, mach mal. Drunter. Das ist alles- Unten. die Ist ganze unten. Tiefe Ich halt bin, hier. bin schon durch, ja. Dann der Ausblick hier. Du setzt dich hier hin. Panorama. Die Scheibe ist relativ kratzfest außen. Ist Glas, oder? Ist echt Glas. Okay. Richtiges. So, hier, was ist hier drin? Auch nochmal alles Fächer. Alles handwerkliche Leistung. Jetzt bist du ja Werkzeugmacher, aber kein Schreiner. Hast du einen Schreiner? Ja, Schreinermeister. Wir haben also alle Fachabteilungen bei uns im Haus. So, was ist das hier für eine Bank? Hat die noch eine Funktion? Kann man schlafen? Haben wir hier als Lager alles. Oh, zeig mal hier. Das heißt, da ist die Batterie im Innenraum natürlich. Lithium muss ja auch warm bleiben. Genau. Das ist kein Problem. Dann hast du hier, du hast einen Boiler. Das ist ja gut. Guck mal hier unten. Ja. Da ist der Boiler dran. So, dass wir den mal kurz sehen. Dann jede Menge Schalter. Aber du hast auch viel extra Sachen eingebaut. Eine Ebersbecher, Diesel. Genau. Hast du einen Wärmetauscher, hast du keinen. Du hast einen Boiler. Boiler, genau. So, mach mal auf oben die erste Fach. Wir haben jetzt hier die Fächer. Die sind gleich alle. Die sind alle gleich. Hier sieht man aber mal, ich will es mal zeigen, wie hoch die sind. Also ich kann Wasserflaschen reinstellen. Und es kann nichts rausfallen, weil das ist, die Ja. Kante ist ja unten. So, das Fach haben wir schon gesehen hinten. Du kannst also hier, musst dich leicht bücken, denn über dir kommt jetzt die hängende Sensation. Mach mal vorher dunkel bitte an der Seite. Dunkel im Sinne von hier mal bitte zumachen. Dass wir einmal zeigen, weil die Leute mich gefragt haben, wie kriegst du das verdunkelt? Und da bist du ganz pragmatisch. Ja, das ziehen wir einfach hier rüber. Ja, dauert ein paar Sekunden. Ja gut, das ist halt nur mal so. So, mach mal zu, ganz zu, dass wir das mal sehen.
weil das... und dann gehen wir einmal ganz kurz raus und filmen mal gerade von außen, wie das Ganze aussieht. Kriegt man das dicht eigentlich am Stoß? Ah, da ist Klett nochmal dran, sehe ich gerade. Genau. Wer hat das genäht? Hier der Sattler. Der Sattler. Du bist aus Thüringen oder wo kommst du her? Ich bin aus Thüringen. Bin dort geboren, bin dort aufgewachsen und lebe dort. Gut, jetzt kommen wir raus. Jetzt gucken wir mal gerade rein, wie das von außen aussieht. Und du sagst tagsüber, wenn es Licht aus ist, dann siehst du nicht reingucken, ne? Geht nicht. So sieht das dann aus und das kann ich mir gefallen lassen. Das ist cool. Sag mal, du warst ja damit schon unterwegs. Was sagen denn die Leute, was das ist? Die fragen sich alle, wie man das bauen kann. Ich sage, bitte schaut rein. Die Leute müssen rein in das Auto. Die müssen das genießen. Und alle, die sich da reinsetzen, die sind einfach nur begeistert. Ist das hier eine Busscheibe oder was ist das? Das ist eine Busscheibe. Und das ist speziell für dich gefertigt worden? Genau. Okay. In einem Radius von 5 Metern, weil die sich genau dieser Seite anschmiegt. Boah, die ist super, die Markise. Die ist sensationell, die passt sich dem Auto komplett an. Das ist sexy. Da braucht man keinen Mercedes, oder? Das geht mit dem Ducato, oder? Wir kriegen es auch in einen Mercedes rein, wenn das jemand möchte. Ist das viel höher dann, der Einstieg beim Mercedes? Das könnte man genauso gestalten. Okay. Würde bei einem Frontantrieb gehen. So, jetzt mal das Bett runterlassen. Jetzt sind wir alleine. Bitte mal Tür zumachen, dass wir einmal kurz nochmal... Sonst strömen die Leute gleich wieder rein. Nicht, dass ich die nicht mag, aber... Nein, alles gut. Alles gut. Weißt du, wie es ist? Wir wollen ja hier einen Schlafbereich jetzt mal machen, mitten auf der Messe CMT in Stuttgart. Mit einem Bett, das Maße hat und auch eine Qualität hat. Weil du baust halt keinen Schrott. Du kannst es nicht anders. Wenn, baust du etwas, das liegt jetzt auf beiden Holzbrettern auf. Und genauso hast du natürlich die dynamische Last, die man manchmal auch erzeugt. Ja, Kann vorkommen, ja. Ja, und die ist problemlos. Das heißt, du brauchst auch keine Schienen, wo es rausfallen kann. Nein. Das ist auch ein Lattenrost drunter oder wir können Tellerfedern einbauen, ist völlig egal. Warte, ich zeig das mal gerade. Also das ist eine Bettfläche von? 2 Meter mal 1,40. Boah, sensationell. Und das überleg mal auf 6,40 Meter. Dann auch das Raumgefühl hier drin. Guck mal, wie toll das ist, oder? Mhm. Die Auflagen liegen ja jetzt da. Die können alle liegen bleiben. Genau. Krass. Und du hast es so simpel gemacht. Das heißt, da hinten ist ein Motor für beide. Mhm. Genau. Einer für beide. Ja. Das heißt, du brauchst keine Stellmotoren, keine Synchronisierung. Wir haben schon die kannst du anpassen, die Motoren, dass sie eine Endabschaltung haben. Aber die sind jetzt eingestellt. Ja, das haben wir eingestellt. So, die Gurte sind ganz normale Gurte, wie man sie kennt, wahrscheinlich aus dem Sicherheitsgurt. Ja. Da kommen die her, oder? Genau. Das ist halt, das hält ja. Mhm. Wie kommen wir da hoch eigentlich? Ja. Zack. Okay. Also da hoch, da hat man ein Riesenbett. So, und jetzt kommt die absolute Sensation. Das ist jetzt Nachtmodus, lass mal so. Jetzt, du gehst ins Pipi. Und dann abends, kennst du ja selber, du hast jetzt wieder mal viel von deinem Bier. Das war zu schnell, Thorsten, muss man zurückbauen. Du bist immer so. So, also das ist jetzt ein kleiner Griff. Sieht aus wie irgendwie ein Dosenöffner von einer Armeedose. Jetzt mach mal auf. Den nehmen wir weg. Und jetzt muss man ganz langsam machen, Thorsten. Sonst raffen das die Leute nicht. Stopp. Du bist zu schnell. Ich gehe zurück. Da vorne ist eine Sicherung. Ich zeig's mal gerade. Das sind 2 Stück. Die sind auf oder sind die zu? Die sind offen. Das ist die Transportsicherung. Okay. Wenn ich mit dem Wagen fahre, dass die Dusche sich nicht bewegt. Jetzt hast du verraten, dass eine Dusche drin ist. Egal, mach mal. So, und jetzt ziehst du? Jetzt ziehe ich hier dran. Ja. Und vergrößere hiermit meinen Duschbereich. Echt? Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Bestimmt. Aber die Umsetzung ist recht schwer gewesen. Die Umsetzung, diesen Mechanismus zu bauen. Hilke, hast du das Video Hilke gesehen von uns? Ja. Die hat es auch gut gemacht. Die hat es auch gut gemacht. Also Hut ab. Also das muss ich wirklich sagen, sensationell, was sie dort geleistet hat. So, jetzt mach mal auf. Also Hilke, hast du gehört, hast du gut geplant. Und jetzt hast du ein riesen Klo. Was ist denn das für ein Klo? Das ist jetzt einfach nur ein Dummy. Ja, ein Dummy. Da kannst du Eis reinbauen. Trenntoilette, egal. Genau. Okay, habe ich verstanden. Die stelle ich raus und habe einen riesen Duschraum. So, die muss auch gar nicht rausstellen. Da können wir ja auch, die können wir auch in die Ecke stellen und so weiter. Gibt es auch schmale, habe ich gesehen. Also geht auch. Ja. Okay, habe ich verstanden. Jetzt die Dusche ist GFK oder was? Das ist GFK. Da oben ist der Schwerlastauszug. Licht haben wir auch noch. Abluft hast du auch. Ist Wasservolumen? Haben wir 60 Liter. Können wir natürlich vergrößern, wenn das jemand möchte. Mhm. Krass, Mann am Licht. Cool. So, und dann hast du eine Dusche. Und man kann auch aufs Klo gehen, ohne dass man es ausgezogen hat, oder? Genau. Geht auch.
Genau, wenn du mal reindrückst, dann sieht man es, glaube ich, innen. Einfach mal drücken und die Tür mal auflassen, dass man das sieht. So, das heißt, du kannst einfach zurückschieben. Boah, du bist mein Held. Gut, dann mach den Lüfter mal bitte aus. Der läuft jetzt noch ein bisschen nach. Also wie zu Hause. Das war halt so geplant von uns. So, und jetzt, das ist jetzt die Sicherung. Wie wird die aktiviert? Wie funktioniert das? Also einfach rübergedreht. Ist so ein Bajonett. Und dann drücke ich die hier rein und bin ich drin. Das ist fest. Alles klar, verstanden. Simpel, aber wirkungsvoll. Boah, und dann kommt das Ding drauf. In der Praxis, wo macht man das hin? Hier die Klappe? Die Klappe, ich lasse doch einfach. Bitte? Ist ja immer da, die Klappe. Immer Nee, wenn die jetzt raus ist. Wo liegt mir hin? Nach vorne. Vorn oder Okay. irgendwo hin. Hast Kannst du hier hier eine- reinstellen. Hast hier eine schöne Ausstattung gewählt. Der geht wann weg eigentlich oder ist schon verkauft? Hast schon verkauft. Ja. Der geht wann weg? Nach der Messe. Ja, nach der Messe. Ja. Freut er sich schon, der Kunde? Ja, Hat das Video gesehen von mir? bestimmt. Bestimmt. So, Fiat Ducato 7. Diesmal mit 9-Gang Automatik. So viel hat ja gar nicht geändert, muss man sagen. Und dann ist hier wahrscheinlich Wechselrichter drin. Lithium haben wir eben gesehen. Das ist alles drin. Ist der Tank größer, der Dieseltank? Oder? Den haben wir nicht größer gemacht. 8 Liter. Genau. Okay. Aber wir können dies noch größer machen. Also wenn das jemand möchte, bitte mit den Anfragen einfach kommen. Und wir sehen zu. Hast du was- Zeit zu beantworten eigentlich? Doch, ich nehme mir die Zeit. Aber der Tag hat halt nur 24 Stunden. Sehr schön. Dann bauen wir zurück, fahren nochmal hoch. Das filme ich gerade noch mit, weil das ist eigentlich immer eine Reise wert. Hast du gesehen, das Michael Schumacher Wohnmobil für 200 und Ralf Schumacher Wohnmobil für 270.000 Euro? Ja, Deiner kostet wie viel? der hier kostet 130. Ist doch fair, oder? Ich finde das fair. Es ist eine Riesenleistung, die hier an Arbeitsleistung drinsteckt. Das muss ich sagen, im Verhältnis. Dann, jetzt mal ehrlich, als Firma, als Showcar, wenn du hiermit unterwegs bist und die Leute können sich hier reinsetzen, die unterschreiben noch freiwillig, ja? Alles schon Hoffentlich. vorgesehen. So, mach mal hier nochmal auf, dass wir das sehen. Das wäre jetzt morgens. Das heißt, du hast dann eine Brötchen hast du dann gemacht. Dann machst du auf und schwuppdiwupp hast du ein Panorama. Und ganz ehrlich, ich brauche hier auch keinen Fernseher. Das ist der Fernseher. Das ist der Fernseher. Warte, wir setzen uns mal beide hin. Setz dich ruhig mal hin. Hallo Thorsten, grüß dich. Hallo, Sven. So, hier live von der CMT 2023. Daneben ist Yukon, Le Voyageur, hast du nicht gesehen. Also du versprichst den Leuten wirklich, hier rappelt nichts, hier klappert nichts. Also was halt, ich sag mal klar, wenn jetzt Bei irgendwo uns werden Träume wahr. werden Träumen war. Hast du schön gesagt. Komm, mal einen Cut. Ich muss doch weiter. Wir haben doch keine Zeit. So, darfst ruhig vorgehen. Jetzt haben wir nämlich wieder so gemacht, dass die Leute wieder die Regel-Schnappatmung kriegen. So, das gleiche hast du dann natürlich auch mal gemacht für einen Sprinter. Und nee, ist ein Sprinter hier? Das ist ein Sprinter. Sprinter. Das ist deiner, oder? Nee. Kundenfahrzeug. Ja. Okay. Habe ich den schon gefilmt eigentlich? Den hast du in Bad Kissing gefilmt. War der fertig, oder? Da war er fertig. Da hast Geht- du mit meiner Frau, da haben wir das Video gemacht, hast du auch reingestellt. Der war aber nicht in... der war nicht dabei in Düsseldorf. Doch, der war dabei, aber du hattest keine Zeit mehr. Ich hatte keine Zeit. Dann filmen wir den auch noch. Weil das ist, jetzt wo wir hier sind, nichts zu tun haben und so weiter, dann machen wir das mal. Und es ist aber ganz ehrlich, es ist die Riesenscheibe, die Leute, glaube ich, angefixt hat in dem Video, oder? Unbedingt. Das war auch insgesamt die Verarbeitung und dieses ganz andere Raumgefühl, was da in dem Auto entstanden ist. Kommt irre an. So, vielen Dank. Thorsten Schwengber. Die Firma heißt TS Buscamp und wo kommt der her? Weida, das ist in Ostthüringen. Ja, kennen wir ja. Ist ja so. So, dann bin mal sehr gespannt, was er hier denkt. Auf jeden Fall, er ist ein absoluter Hammer-Handwerker und so haben sie dich auch bezeichnet. Ein nahbarer Typ, der es wirklich drauf hat. Tschüss.